Endlich ein wenig Sonne, auch in München. Aber in den letzten Tagen, seit wir aus Paris zurückgekommen sind, immer nur Regen, Regen, Regen. Kein Wunder, dass mich wieder der Blues gepackt hat. Da hilft wohl nur eins: raus in die Welt und ab zu einem neuen Roadtrip. Größer, weiter und abenteuerlicher als je zuvor. Das Ziel ist Ibiza, denn der Mai ist gekommen und das heißt Saisoneröffnung der Clubs und Bars auf der Insel. Und da will ich dieses Jahr dabei sein, denn wie ihr wisst, Dance Music ist mein Ding gegen die Midlife Crisis. Also auf nach Ibiza, am liebsten mit dem eigenen Wagen, von wegen Roadtrip, Abenteuer und so. Allein meine Frau findet die Idee nicht so knorke. Nicht, dass sie mich nicht rauslässt, aber eine Autofahrt nach Ibiza findet sie dämlich. Zu gefährlich, zu lang und am Ende auch viel zu teuer. Flieg doch lieber. Oder wie wär's denn mit der Bahn? Oder vielleicht gibt's einen Langstreckenbus, der bis nach Barcelona fährt. Okay, das kann ich prüfen. Daher heißt es in der heutigen Ausgabe Flieger, Auto, Bus oder Bahn. Wie komme ich zur Saisoneröffnung nach Ibiza? Heute bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis. Gleich mal vorab. Man kann seine Reisen frühzeitiger und sicherlich auch besser planen. Aber so läuft das bei mir nun mal leider nicht. Zu viele Sachzwänge zwingen mich zu endlos vielen Kompromissen. Daher muss ich meist kurzfristig und eher schnell planen. So auch bei diesem Trip nach Ibiza. Die Grundidee ist recht simpel. Nach Ibiza fliegen, das kann jeder. Langweilig, absolut kein Abenteuer. Ich selbst habe das auch schon mehrfach getan. Auf der Bucketlist meines Lebens steht vielmehr ein Roadtrip mit dem eigenen Auto nach Ibiza. Das dauert zwar, aber hey, ich kann mir die Zeit doch mal nehmen. Also wenn es Frau und Familie zulassen. Frau und Familie haben es in diesem Fall zugelassen. Feel free, viel Spaß. Und ich habe den Trip bereits seit einer kleinen Ewigkeit geplant. So ein Hauch von Vanlife, wie bei so vielen anderen YouTubern. Bloß halt ohne Van und nicht nach Afrika, sondern im Familien-BMW auf die Balearen. Hey, man streckt sich bis zur Decke und jeder hat das Abenteuer, das sein Leben hergibt. Und ich bin nun mal Generation Golf, inklusive Family und Midlife Crisis. Meine Route bin ich auch schon 1000-mal im Kopf durchgegangen. Über die Schweiz in Richtung Südfrankreich fahren. Wahlweise in Cannes, Nizza oder Saint-Tropez eine Pause einlegen. Dann gemütlich weiter entlang der Küste und Richtung Barcelona cruisen. Und dort punktgenau einlaufen, um just in time beim Opening von La Terrassa, einem der besten Outdoor-Clubs in Spanien, dabei zu sein. Und dann schließlich mit der Fähre in rund 9 Stunden nach Ibiza. Klingt cool, oder? Ja, bestens. Bloß dann kam mal wieder alles ganz anders als geplant. Auf einmal erhielt ich von BMW die Nachricht, dass mein Wagen von einer Rückrufaktion betroffen sei. Wegen des Airbags. Ich fragte nach, ob ich dennoch damit fahren könne. Ja, schon hieß es. Obwohl im Schreiben von möglichen tödlichen Verletzungen die Rede ist. Ganz geheuer war mir das nicht. Immerhin zieht sich ein Roadtrip nach Ibiza über 3000 Kilometer hin und zurück. Gut, damit könnte ich vielleicht noch irgendwie leben. Aber auf jeden Fall hätte ich vorher noch die Winterreifen gegen Sommerreifen tauschen müssen. Ansonsten klappt sowas meist mit 2 Wochen Vorlauf. Aber aktuell wird wohl irgendwas bei BMW in München umgebaut, weshalb sich der Termin zum Wechsel meiner Winterräder nach hinten verschoben hat. Zumindest weit nach Saisoneröffnung. Das Projekt Roadtrip nach Ibiza war damit leider gestorben. 1, 2 Tage habe ich dann ein wenig rumgeschmollt. Aber dann kam die Sonne raus und ich habe neue Kräfte mobilisiert. Wenn dieses Abenteuer nicht klappt, dann suche ich mir halt eine andere Challenge, um irgendwie nach Ibiza zu kommen. Und so kam ich auf eine andere Idee. Warum nicht mal mit dem Zug nach Ibiza fahren? Das ist sicherlich noch ungewöhnlicher als mit dem Auto. Ich kenne niemanden, der das je ausprobiert hätte. Das ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Zudem ist es auch noch eine klimafreundliche Variante. Denn vielleicht werden wir alle in einigen Jahren mit der Bahn nach Ibiza oder Mallorca reisen müssen. Auf jeden Fall eine interessante Challenge. Ich recherchierte und plante und es gibt in der Tat eine Verbindung ab München, die viel besser ist, als man das wohl erwarten würde. Der TGV, der französische Hochgeschwindigkeitszug, fährt morgens um 7 Uhr ab München direkt nach Paris. Dort kommt man um 12:30 Uhr an. Dann geht's mit einem anderen TGV direkt nach Barcelona. Ankunft dort um 21:45 Uhr. Kosten 344 € ohne Bahncard, 313 mit Bahncard. Beides allerdings One-Way. Macht bei mir mit Bahncard rund 56 € in Summe. Das ist erst einmal eine ganz schöne Menge. Aber dann hatte meine Frau doch noch einen anderen Geistesblitz. Interrail. Ist doch was für alte Männer. Also schnell gecheckt. Und in der Tat, für 258 € könnte ich an 4 Tagen in einem Monat quer durch Europa reisen, solange ich Deutschland nur einmal verlasse und einmal wieder heimkehre. Für den Trip nach Barcelona und dann weiter nach Ibiza würde das also reichen. Auf dem Rückweg müsste man zwar ab Paris einen österreichischen Nightjet nehmen, das ist ein Nachtzug, aber das würde schon klappen. Was ich allerdings nicht auf der Rechnung hatte, nach Ankunft in Barcelona am Samstagabend würde ich es nicht mehr schaffen, noch die Fähre nach Ibiza zu erreichen. Denn diese fährt immer abends gegen 22 Uhr los und legt dann morgens vor Ibiza an. Alternativ gab es noch die Möglichkeit, am nächsten Morgen einen sehr günstigen Transferflieger von Barcelona nach Ibiza zu nehmen. Der kostet zwischen 19 und 38 €. Allerdings gibt es 2 Probleme. Mit Gepäck wäre der Trip wieder deutlich teurer und
Wo hätte ich die Nacht verbracht? Ich habe den Gedanken sehr ernsthaft verfolgt, aber ein Hotelzimmer für wenige Stunden zum Preis von über 300 € erschien mir dann doch ein wenig überzogen. So viel ist mir dieses YouTube-Experiment dann auch nicht wert. Dann hatte ich jedoch die Idee schlechthin. Übernachten in einem Hostel, in einem gemischten 20-Personen-Saal für 70 €. Angesichts der kurzen Verweildauer erschien mir das die Lösung zu sein. Zudem wäre es auch ein weiteres Abenteuer. Ein Fall für meine Bucketlist. Übernachten in einem Hostel hatte ich ebenfalls noch nie gemacht. Meine Frau lachte hingegen nur. Sie meinte: Du bist keine 20 mehr. Du wirst hundemüde sein und völlig durchhängen. Und die anderen Gäste werden dich lynchen, wenn du erst anfängst zu schnarchen. Okay, Punkt für sie. Hostel war somit ebenfalls gestorben. Dann also vielleicht die Nacht durchmachen und den Morgenflieger nehmen? Vielleicht könnte ich die Zeit ja irgendwie überbrücken? Apropos überbrücken. Euch gefallen meine Videos und ihr wollt künftig keinen neuen Clip verpassen? Dann hinterlasst doch bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Nicht bei Facebook, sofern ihr den Clip gerade dort irgendwie anschaut, sondern direkt bei YouTube. Hier die Adresse. Einfach auf Abonnieren klicken und die Glocke setzen. Dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es etwas Neues gibt. Und das würde mir und diesem Kanal sehr helfen. Vielen Dank vorab. Nun aber zurück zum Thema. Ich hatte kurzzeitig überlegt, die Nacht einfach durchzumachen, um dann mit dem Morgenflieger nach Ibiza zu kommen. Aber wo hätte ich mein Gepäck samt Kameraequipment dann gelassen? Und würde ich das wirklich packen? Ich gebe zu, mein Wunsch nach Abenteuer ist groß. Aber das erschien mir dann doch ein wenig zu viel zu sein. Zumindest in Summe. Man ist halt keine 20 mehr. Nein, das muss dann wirklich nicht sein. Übrigens habe ich bei der Gelegenheit auch noch gleich geprüft, inwiefern man mit einem Fernbus nach Barcelona oder Ibiza kommt. Das Ergebnis? Ja, das kann man machen. Start in München, über Straßburg oder Lyon nach Barcelona. Kostet zwischen 93 und 125 € auf dem Hinweg. Zurück geht's gar für 70 €. Die Fahrtdauer ist allerdings heftig. Mindestens 21 Stunden ist man unterwegs. Das ist mir schlicht und einfach zu viel. Somit hatte sich auch die Variante Zug oder Bus plus Fähre oder kurzer Flieger erledigt. Enttäuscht hing ich erneut in den Seilen. Sehr viel recherchiert und geplant, Zeiten und Kosten abgeglichen und am Ende nichts. Kein Roadtrip, kein Abenteuer mit Bahn, Bus oder Fähre. Kein Season Opening auf Ibiza. Erneut überkam mich der Blues. Meine Frau baute mich wieder auf. Deine Recherchen waren doch trotzdem interessant, meinte sie. Und wer weiß, vielleicht machen wir unseren nächsten Trip mit Interrail. Zum Saisonstart kannst du ja jetzt noch einmal fliegen. Ja, das stimmt. Meine Recherchen waren nicht umsonst. Per Interrail bzw. TGV nach Barcelona oder per Eurostar gar nach London, das ist etwas, was ich vorher so gar nicht auf der Rechnung hatte. Oder ihr? Und der Roadtrip wird auch noch kommen. Alles tolle Themen für weitere YouTube-Challenges. Dann also doch per Flieger nach Ibiza. Bloß bei all den Diskussionen waren die Preise für den Flug inzwischen exorbitant gestiegen. Somit starte ich zur Saisoneröffnung am Samstag ab Stuttgart, was deutlich günstiger und weniger nervenaufreibend ist. Aber versprochen, Roadtrip und Interrail werden an anderer Stelle folgen. Freut euch also auf die kommenden Tage, wenn ich euch von meinen Erlebnissen auf Ibiza und einigen mehr berichten werde. Wer weiß, vielleicht schlage ich gar länger meine Zelte dort auf. Bleibt die Frage des Tages. An welchen Orten würdet ihr gern leben und arbeiten? Und warum? Ich freue mich auf eure Gedanken unten in der Kommentarspalte unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von mir sehen mögt, so klickt gern hier oder hier irgendwo oder abonniert doch gleich meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald. Bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis.